Bei schönen Beinen ist die erste Assoziation Hollywood. Aber auch den Kronaufliegern stehen sie ganz ausgezeichnet und sind außerdem praktisch und kinderleicht zu bedienen. Somit alles im Lack für den perfekten Auftritt der Emsländer auf dem roten Teppich der Logistik. Und um Näheres zu erfahren, zeigen wir euch heute die Produktion von Jost hier in Wolframs-Eschenbach, wo täglich rund 2200 verschiedenste schöne Beine gefertigt werden. Am Anfang war das Rohr, genauer gesagt ein Vierkantrohr. Ursprünglich 12 Meter lang, wird es zunächst auf Länge gesägt, anschließend gestanzt und dann Komponenten wie das Verstärkungsblech, die Anschraubplatte und die Fußaufnahme angeschweißt. Und nach dem Strahlen und Lackieren nun zu des Pudels Kern. Wir werfen einen Blick auf das innenliegende Getriebe. Das hat zwei Positionen, einen Lastgang und einen Schnellgang. Leerlaufposition, Fehlanzeige. Für den Schnellgang herausgezogen und der Lastgang hineingedrückt. Angetrieben wird das große Ritzel auf der Kurbelseite von einem sehr kleinen Ritzel mit lediglich 7 Zähnen, das in die angeschmiedete Innenverzahnung greift. Und dann greift bei herausgezogener Kurbel das große Ritzel in das kleine Ritzel auf der Übertragungswelle und das ist der Schnellgang. Und beim Lastgang wird die Kurbel komplett hineingedrückt und die 7 Zähne greifen direkt in das große Ritzel der Übertragungswelle. Klein nach groß gleich Lastgang und groß nach klein gleich Schnellgang, genau wie bei deinem Fahrrad. Aber losgelöst davon, ob schnell oder langsam. Das Kegelrad greift immer in das Zellerrad auf der Spindel und bewegt das Innenrohr in die gewünschte Richtung. Und am Ende erhält das Stützbein das für jeden Anlass passende Schuhwerk. Der Standardfuß ist der S-Fuß mit der größten Standfläche und einem Abrollweg von plus minus 140 mm. Dem ebenfalls ausgleichenden halbrunden A-Fuß und last but not least der Rollfuß, ideal für die häufigen und unsanften Touchdowns des Aufliegers auf dem Weg zur Fähre.